bestellt, obwohl wir gar nicht so früh da sein müssen, damit ich nicht zu spät komme. Weil ich bin sonst immer zu spät. Ich habe so semi-gut geschlafen. Ich wollte 100 Mal einschlafen, ja? Jedes Mal, wenn ich fast wieder eingeschlafen war, ist mein Kopf wieder so angegangen und ich habe so überlegt, ob hier noch irgendein Part von diesen Deutschanalysen fehlt in meinem Kopf und ob ich alles bedacht habe. Das macht mich noch irre, dieses Abi. Okay, let's go. Woke up like this. Mut heute. Okay, das ist natürlich nicht das feine Outfit, um gleich in die Schule zu gehen. Aber ich wollte irgendwas Bequemes anziehen zum Fertigmachen. Wie findet ihr eigentlich meine Valentinstagsdeko? Ich habe zwar keinen Freund, aber es ist trotzdem schön dekoriert, ja? Halt, stopp, Leute! Ich wollte euch nur ganz kurz Bescheid sagen, dass wir immer noch eine Valentinstags-Aktion bei Breezyway haben. Die läuft aktuell noch. Ihr bekommt eine Kette oder ein Armband komplett gratis von mir geschenkt. Und ich habe gerade schon hier was anderes der Valentinstagskollektion. Guck mal, wie schön das ist. Ein Herz und hat in der Mitte noch so ein Glitzersteinchen. Und dann haben wir noch eine kleinere Herzkette. Die sieht so aus. Die hat in der Mitte auch noch einen Glitzerstein. Also ihr könnt die entweder so rumtragen oder auch so rum. Und dann ist es einfach nur ein schlichtes kleines Herz. Und das hier ist das Armband. Das hat auch mehrere kleine Herzen dran. Und die haben alle noch einen Glitzerstein. Und ja, eins von den 3 Sachen könnt ihr euch dann aussuchen und bekommt ihr komplett gratis zu eurer Bestellung dazu. Als Valentinstagsgeschenk. Und ihr braucht auch keinen Code, Leute. Das Fenster öffnet sich direkt bei eurer Bestellübersicht. Und dann könnt ihr eins von den 3 Sachen auswählen. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch darüber. Und Happy Valentinstag. Okay, ich würde sagen, first things first. Wir gehen Kaffee machen. Ich brauche heute all meine Energie, damit ich diese 4 Stunden Deutsch schreiben kann. Okay, wir machen jetzt auch schnell mein Bett. Okay, jetzt langsam werde ich gestresst. Ich habe Angst. Ich muss noch gucken, was ich in meinen Haaren mache. Ich glaube, ich mache die aber gleich mit dem Lockenstab noch ein bisschen schöner. Leute, wundert euch auch bitte nicht, wie ich aussehe in letzter Zeit. Ich finde, ich sehe immer aus wie so eine Leiche. Ich bin ganz blass im Gesicht. Ich muss erstmal Glow-Up bekommen nach diesen Abi-Prüfungen. Dann muss ich erstmal Selbstbräuner machen, überall hin und ich muss mal in die Sonne gehen. Ich saß die letzten Tage nur immer an meinem Schreibtisch und unten am Esstisch und habe mir meine Lernzettel gelernt, Deutschbücher gelesen. Ich war nicht an der frischen Luft. Das sieht man, glaube ich. Und meine Haare, ich finde, die sind auch so dunkel geworden. Ich muss erstmal da Aufheller drauf machen, mich dann in die Sonne setzen, damit da noch irgendwas zu retten ist. Ja, das machen wir dann. Am Freitag werde ich wieder hübsch, ja? Wir machen jetzt ein bisschen Skincare. Ich glaube, ich mache jetzt schon mal Kontaktlinsen rein, dann gewöhnen sich meine Augen schon mal daran, damit ich gleich nicht irgendwie so da sitze in der Sur. Und dann sehe ich auch besser, was ich hier filme. Ich glaube, ich muss wieder zum Optiker, meine Augen werden echt schlecht. Oh! So, jetzt kann ich euch auch sehen. Ich bin ehrlich, ich weiß immer noch nicht so genau, wie lange wir schreiben. Wir haben so einen Zettel bekommen und da steht einfach drauf, ich glaube 180 Minuten. Und ich habe nicht ausgerechnet, wie viele Stunden das sind. Hey Siri, wie viele Stunden sind 180 Minuten? 3 Stunden? Einen Moment, ich habe diesen Zettel. Deutsch, 270 Minuten. Gut, Mabi, das ist gute Vorbereitung. Ja, doch. Wie viele Stunden sind 270 Minuten? 4,5 Stunden. Ja, Gott sei Dank. Ja, Leute, deswegen habe ich nicht Mathe-Abi genommen, ja? Weil ich nicht mal ausrechnen kann, wie viel das ist. Wenn ich mir Mühe geben, wird es vielleicht klappen, ja? Mobben wir mich mal nicht. Ich habe Dyskalkulie. Das ist Mathe-Schwäche. Wurde in der Grundschule diagnostiziert. Also ich glaube, während ich mich fertig mache, erzähle ich euch mal ein bisschen über meine Abitursachen und wie das überhaupt bei uns abläuft. Das heißt, deutsches Abitur an internationalen Auslandsschulen. Da ist es so, man hat keine Leistungskurse. Unsere Schule ist einfach zu klein. Also wir können Fächer wählen, die wir dann haben im Abitur schriftlich. Ich habe da Deutsch, Englisch und Erdkunde genommen.
weil ich wollte auf keinen Fall Geschichte nehmen und ich wollte nicht Mathe nehmen, weil das hätte nicht funktioniert, Leute. Ich benutze übrigens im Moment immer die Rhode Skincare. Das ist voll gut, das ist diese Barrier Butter. Das ist voll schön so auf der Haut und das Make-up hält voll gut damit. Muss ich mal kurz ein Stückchen höher stellen. So, sonst seht ihr mich hier gar nicht richtig. Wir haben auch 1 Million Regeln bekommen fürs Abitur. Also wir haben so einen Zettel. Nach Paragraph 34 und 35. Verfahren bei Täuschung und Nichtteilnahme. Und wir haben schon alle unseren Sitzplatz bekommen, wie wir heute sitzen werden. Oder wie wir generell im Abitur sitzen werden. Auf jeden Fall wurde uns dann gesagt, wir dürfen nicht spicken. Überraschung! Also die hatten irgendwie mehr Ideen als wir, wie man spicken kann. Irgendwie mit dem Stift schreiben. Ich glaube, die wollten einem möglichst viel Angst machen, damit man nicht spickt. Aber ich wüsste auch gar nicht, wie ich da spicken soll, weil, wie gesagt, in Deutsch kann ja alles drankommen. Woher soll ich wissen, was ich jetzt auf meinen Spicker schreiben soll? Und ich glaube, das ist allen viel zu riskant, da irgendwie jetzt im Abitur noch zu spicken. Ja, und dann haben wir noch Kleidungsregeln. Ich muss gleich gucken, was ich anziehe. Ich habe schon so ein bisschen überlegt, aber uns wurde gesagt, wir dürfen keine Jogginghosen anziehen. Finde ich ein bisschen blöd so. Ich habe so eine Strickhose, vielleicht ziehe ich die an, weil die ist eigentlich bequem. Dann kann ich so ein Matching-Set machen mit so einem Cardigan. Weil, noch ein Problem, wir dürfen keine Hoodies anziehen, beziehungsweise keine Pullover, die unten diese Bauchtasche haben oder generell Klamotten, die Taschen haben. Weil da könnten wir ja Sachen reintun. Wir müssen uns auch vorher nochmal selber abklopfen, wie so am Flughafen, wenn man da auf Sprengstoff verdächtigt wird. Damit die sehen, ob wir irgendwas noch in den Taschen haben, damit wir nicht irgendwas vergessen in den Taschen. Wir dürfen auch keine Taschentücher in den Taschen haben. Wir dürfen gar nichts haben. Ich könnte ja was auf meine Taschentücher schreiben, Leute. Ja, das wird lustig. Ich sag's euch. Und dann waren wir so, alle unsere Pullover haben Taschen. Und dann waren wir so, ja, was sollen wir denn dann anziehen? Wir haben alle nichts zum Anziehen. Waren die so, ja, ihr müsst nochmal tief in eurem Kleiderschrank wühlen, da wird sich bestimmt was finden. Und zu den Jungs haben die dann gesagt, sonst aber euren Vater im Kleiderschrank fragen. Ich bin gespannt auf die Outfits heute von allen. Marvin Noel, nicht gespannt auf ihre Prüfung, die es gibt beim Abitur, sondern auf die Outfits. Ja, wir dürfen auch keine Jacken anziehen, deswegen hoffe ich, die Heizung ist schon vorgewärmt und aktiviert. Unsere Jacken werden nämlich in einen Nebenraum gebracht und dann müssen auch unsere Handys sein. Ja, habe ich noch irgendeine wichtige Regel vergessen? Ah ja, auf Toilette dürfen wir auch, aber die Mädchen müssen auf die Jungs-Toilette gehen. Ich weiß nicht, wie ich da überhaupt auf Toilette gehen will. Ich habe auch gehört, es gibt einen Toilettenbegleiter. Der läuft dann mit mir zum Klo. Ich hoffe, er kommt nicht mit in die Kabine rein. Ja, ist alles sehr streng organisiert da. Oh mein Gott, eine lustige Sache. Wisst ihr, was mir letztens aufgefallen ist? Ich habe mir ja rote Nägel gemacht, wie ihr sehen könnt. Also die sind nicht so knallrot, die sind so weinrot. Und mir ist eingefallen, unsere alte Englischlehrerin, ich glaube in der 8. Klasse oder in der 9., hat uns mal gesagt, dass wir beim Abitur schön seriös aussehen sollen. Und nicht so voll geschminkt, wie so eine Tussi da sitzen soll mit so roten Nägeln. Und dann habe ich so überlegt, jetzt habe ich rote Nägel im Abitur. Aber Leute, das hat ja nichts damit zu tun, ob ich schlau heute bin, ne? Welche Farbe meine Nägel haben. Aber ich fand es so lustig. Aber ich habe halt einfach genau dieses Klischee erfüllt. Ups. Leute, ich kann nicht mehr. Ich habe irgendwie, gleich muss ich so eine Beruhigungstablette nehmen oder so. Freundinnen von mir meinten auch schon, sie nehmen ihre Beruhigungsbachblütentropfen mit. Weil es fühlt sich halt an wie so das Ende von allem, wenn man diese Prüfung nicht schafft. Und unsere Vornoten aus der 11. und aus der 12. Klasse, die zahlen halt auch noch richtig viel. Und wir haben auch noch eine Klausurenphase nach den schriftlichen Abi-Prüfungen. Das heißt im März. Ich weiß nicht, wie ich das alles machen soll, aber hey, let's go. Und deswegen ist es eigentlich nicht so deep. Aber es fühlt sich halt so an. Weil es halt immer so Abitur, man hört immer an, Leute so, oh mein Gott. Als ich damals Abitur geschrieben habe, ich habe mich an meinen Schreibtisch angekettet und den ganzen Tag gelernt. Und das habe ich halt irgendwie nicht gemacht. Ich habe halt auch Abi-Fächer gewählt, wo ich vorher nie für gelernt habe. Ich habe noch nie für Deutsch gelernt. Ich habe mir das einen Tag vor der Arbeit abends angeguckt und habe gedacht, ja, kann ich. Oder in Englisch auch nicht. Da habe ich das immer Freestyle gemacht. Und es hat immer gut funktioniert. Und auch für Erdkunde steht ja eigentlich alles in den Materialien. Und deswegen fand ich es voll schwer, jetzt halt so richtig dafür zu lernen. Also, versteht mich nicht falsch, ich habe schon gelernt. Ja, ich bin jetzt nicht so jemand, der nicht lernt. Weil ich einfach Angst, dass ich da sitze und nichts hinschreiben kann. Das ist ja mein Albtraum. Ich glaube, dann fange ich an zu weinen. Okay, ich sollte mich beeilen. Oh, scheiße, Leute. Hilfe! Wir haben viel später, als ich gedacht habe. Um 9 Uhr muss ich... um 9 Uhr fängt die Prüfung an. Und ich muss mindestens 20 Minuten vorher da sein. Jetzt haben wir 7:33 Uhr. Schaffe ich das? 7:33 Uhr? Um 8:40 Uhr da sein. Ja doch, ich habe noch eine Stunde Zeit. Das passt schon, es passt. Leute, die haben 100-mal gesagt, wir dürfen nicht zu spät kommen. Ich komme halt immer zu spät. Also jeden Tag in der Schule eigentlich. Das ist wirklich schlimm. Nehmt euch kein Vorbild an mir, ja?
Aber ich schaffe das heute. Ich glaube an mich. Wir müssen ja auch gut aussehen, Leute, fürs Abitur. Im Mai habe ich meine mündlichen Prüfungen. Dafür muss ich übrigens nach Barcelona fliegen, weil das da in der Schule gemacht wird. Das ist diese Partnerschule. Da habe ich Free Trip! Da muss ich meine mündliche Prüfung machen in Kunst. Ich habe Kunst gewählt, weil es gab irgendwie nie mehr so viel anderes zur Auswahl. Und ich habe gedacht, Kunst wird einfach. Ich habe mittlerweile gemerkt, dafür muss man auch ganz schön viele Sachen können. Ich dachte, da müsste ich so ein Bild beschreiben und sagen, ja, das Bild ist grün, das Bild ist groß, das gefällt mir gut. Nein, ich muss diese ganzen Epochen können, diese ganzen Künstler, irgendwelche Vorgeschichten von den Künstlern. Dann habe ich noch so eine Präsentationsprüfung. Das ist richtig random, das habe ich noch nie gesehen im Abi, aber da muss ich so eine Präsentation erstellen und dann muss ich die vortragen, das mache ich in Bio dann. Und dann werden mir noch im Anschluss 10 Minuten Fragen gestellt. Ich glaube, davor habe ich am meisten Angst, dass ich diese Fragen nicht beantworten kann, weil das wäre schon echt peinlich. Aber da mache ich mir jetzt noch keine Gedanken drum, ich muss erstmal den heutigen Tag überleben. Ich muss noch überlegen, was ich mir zu essen mitnehme. Weil wir dürfen nur leises Essen mitnehmen. Ich hoffe, meine Schokomaiswaffel zählt als leises Essen. Weil ich brauche Schokomaiswaffeln, sonst kann ich nicht denken. Wirklich, es wurde an alles gedacht bei diesem Vortrag. Die haben alle möglichen Szenarien, von was wir machen könnten, aufgezählt und gesagt, das dürft ihr nicht. Ich bin froh, dass ich noch atmen darf im Abi, ja? Ja, bis auf die Haare geht's ja hier noch, ne? Oh mein Gott, das ist kein Knutschfleck, Leute. Ich wollte ja auch schon richtig lange mein Zimmer dekorieren. Ich habe ja hier meine Kissen schon geholt, die Leopardenkissen. Die sehen schon richtig cool aus, aber ich habe immer noch die Weihnachtsposter und so. Und ich habe neue Poster bestellt. Soll ich die mal zeigen? Oh, mein Handy hat 10%. Ah, Dios mio. Ich will nicht mit ChatGPT spicken, weil ich hatte irgendwie gerade Angst. Okay. Seht ihr, das sind so Barbies. Guck mal, das sind die Poster. Ich weiß nicht, ob ihr es gut sehen könnt, aber das sind halt so Barbies auf so einem schwarzen Hintergrund. Dann habe ich noch eine zweite Barbie. Seht ihr, die hier, die ist so in Zeitungspapier eingehüllt. Und ich glaube, das kann richtig cool aussehen. Ich weiß noch nicht, ob ich die Collagewand lasse oder nicht. Mache ich irgendwas anderes, was Neues. Aber ja, das machen wir dann. Nachdem ich zurückgekommen bin. Oh, habe ich euch schon erzählt? Ich fliege nach München. Ja, Valentinstag. Ich verbringe Valentinstag mit Max, meinem Bruder. Und in Bayern, in den Bergen, da ist ja auch noch Schnee. Wir wollten einen kleinen Schneetrip machen. Max hat jetzt auch ein Auto da. Das heißt, wir können jetzt in die Berge fahren. Hat er mir versprochen, dass wir das machen. Und ich wollte schon immer mal zu Schloss Neuschwanstein und da gehen wir auch hin. Ja, deswegen bin ich da noch. Und dann fahren wir aber nach Köln. Und dann sind wir dann noch für Omas Geburtstag. Also es dauert noch ein bisschen, bis mein Zimmer hier schön ist und fertig ist. Make-up ist done. Erste Ladung Kaffee ist auch fast done. Fixing Spray. That extra hour. Bin gespannt, wie lange ich es gleich aushalte, ohne meine Haare in Pferdeschwanz zu machen. Bitte beachtet nicht dieses Chaos da. Zeit zum Aufräumen war auch nicht wirklich am Wochenende. Viele haben auch gefragt, so auf Instagram oder auf Snapchat, vor welchem Fach ich am meisten Angst habe. Oh! Am meisten Angst habe ich vor meinem Lockenstaub heute. Nee, am meisten Angst vom Fach habe ich, glaube ich, vor Erdkunde. Da kann ich mir halt nicht irgendwas aus den Fingern saugen und noch so schöne Verbindungssätze schreiben und den halben Text retten, weil ich eine gute Rechtschreibung habe. Und da muss auch wirklich irgendwas Qualitatives auf meinem Blatt stehen. Deswegen habe ich ein bisschen Angst. War auch so geil. Wir waren ja am Freitag nochmal in der Schule. Und dann meinten die Lehrer so, ja, ihr müsst auch nicht nervös sein. Das ist nur das Abitur. Nee, alles gut. Das ist nur mein Abitur. Vor allem bin ich nervös, weil ich pünktlich sein muss. Das ist das Schlimmste am ganzen Tag. Und ich bin schon wieder so langsam. Mozart sagt Hallo. Tada! Was ziehe ich an zum Abitur? Welcome to the closet. Schwarz wie Beerdigung. Passt ja, ne? Hier, hat keine Taschen, ist langärmlich. Die meinten Zwiebellook sollen wir machen. Das heißt, ich ziehe darunter noch einen Top an. Oder am besten gleich noch ein schwarzes Longsleeve. So, und jetzt brauche ich noch die Hose. Wo ist meine Hose? Marvi konnte leider nicht zum Abi kommen, weil sie ihre Hose nicht gefunden hat. Okay, Hose wurde doch gefunden. Marvi Noel kann doch zum Abi kommen. Alright, ich habe mittlerweile auch ein bisschen Licht hier reingelassen. Mittlerweile habe ich richtig Angst. Ich weiß nicht, allein schon dieses, ja, wie nennt man das? Ambiente gleich, wenn diese ganzen Leute da so aufgeregt sind. Und dann kommt noch der Schulleiter aus Barcelona und so. Und dann sind die alle so, oh mein Gott, jetzt geht's los, Abitur. Das macht mich nervös. Nicht dieses, dass ich überhaupt da sitzen muss und was schreiben muss, sondern dass ich da so in diesem nervösen Ambiente bin. Ich mag das überhaupt nicht. Wenn alle so Panik haben und sich gegenseitig verrückt machen. Und ich ziehe mir jetzt gerade noch Schmuck an. Ich glaube, ich ziehe meine große Herzenkette an. Von Breezy Bay. Und meine Ringe, die ich immer anhab. So, ich bin prepared, leider. Ich will nicht. Bitte wünscht mir Glück. Let's go. Leute, ich bin jetzt gleich da, mir ist schlecht und ich habe keine Lust mehr. Ich will wieder nach Hause.
Haben wir noch Essen mitgenommen. Reiswaffel, Brötchen mit Nutella natürlich und Apfel für die Vitamine, Leute. Soll ich euch mal was zeigen? Ich habe mir gestern, Leute, aufgenommen, wie ich meine Anfangssätze mache. Hört mal. Abschließend zeigt das Werk Die Drei-Groschen-Oper, dass die von Brecht kritisierten Mechanismen von Macht und Doppelmoral keineswegs überwunden sind. Das habe ich für jedes Werk gemacht. Nein, das nehme ich nicht mit in die Arbeit, aber ich habe mir das jetzt angehört als meinen Podcast. Ich wünsche dir bitte Glück und ja, tschüss. Ich berichte euch dann nächste Woche, wie es gewesen ist. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde ich mich sehr über einen dicken Daumen nach oben freuen. Und damit auch sehr gerne meinen Kanal. Und das war's. Tschüss!